Du suchst die beste App, um eine Sprache zu lernen? Als Linguist habe ich Hunderte ausprobiert, doch meine Empfehlungen kennen bloß die wenigsten. In den nächsten 6 Minuten zeige ich dir die 3, mit denen du fließende Sprachkenntnisse bekommst, ganz egal, welche Sprache du lernst. Ich selbst lerne Japanisch, eine der schwierigsten Sprachen für Westler überhaupt. Und jahrelang kam ich nicht voran, bis ich mich vom traditionellen Lernweg verabschiedete und auf Apps mit einer entscheidenden Funktion setzte. Das brachte mir den Durchbruch. Doch damit du meine Empfehlungen gleich verstehst und richtig nutzen kannst, musst du etwas Entscheidendes wissen. Der Trick beim Sprachelernen ist, dass wir sie uns automatisch einprägen, sobald wir Wörter und Sätze verstehen. Grammatikregeln pauken und Übungsaufgaben lösen? Zeitverschwendung. Du brauchst Apps, die dir schnell viel Verständnis vermitteln. Diese Methode verwende ich auch in meinem Japanischkurs und meine Schüler sagen mir häufig, hätte ich dich nicht gefunden, hätte ich aufgegeben. Dank dir verstehe ich endlich Japanisch. Aber ich heiße nicht umsonst Dietrich, weil das ist kein Schlüssel für Japanisch, das ist ein Werkzeug, das jedes Schloss knackt. Das heißt, du kannst so auch Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch oder jede andere beliebige Sprache lernen. Das Beste? Als Anfänger kannst du so schon in nur wenigen Monaten so weit kommen, dass du mit echten Büchern, Serien und Videos lernst. Du wirst jedem Sprachkurs davonrennen. Und nun zu den Apps. Erstens, Migaku. Das ist die in meinen Augen beste Sprachlern-App überhaupt. Die bietet dir einen Einsteigerkurs, mit dem du die häufigsten Wörter durch Sätze lernst, in denen du immer bloß ein einziges Wort nicht kennst. Und wenn der Kurs, den du dir wünschst, aktuell noch nicht dabei ist, einfach warten. Die App ist noch relativ jung und die fügen immer und immer mehr Kurse hinzu. Danach zeichnet sich die App durch seine Wörterbuchfunktion aus. Du kannst mit der nämlich YouTube-Videos ansehen und dann jedes beliebige Wort im Untertitel anklicken, um eine Übersetzung zu erhalten. Mit einem weiteren Klick erstellst du dann eine Vokabelkarte inklusive Bild, Ton und Beispielsatz direkt aus dem Video. Sind keine Untertitel vorhanden, kannst du sie mit Hilfe von KI automatisch erstellen lassen. Und wenn du am PC bist, bekommst du diese Funktion auch noch bei Netflix und Disney+. Zudem funktioniert sie über ein Clipboard auch mit Texten und bei Bildern über eine automatische Texterkennung. Weitere Features sind auch schon geplant, darunter ein Reader mit vorgefertigten Geschichten, die genau auf dein Niveau zugeschnitten sind. Die Wörterbücher sind auf Englisch, du kannst aber auch ein eigenes importieren und so deutsche Übersetzungen erhalten. Wo du die findest, zeige ich dir unten in der Videobeschreibung. Und wenn du einen Satz nicht komplett verstehen solltest, hast du hier sogar noch eine Reihe von KI-Features integriert, die ihn entweder direkt übersetzen oder dir Wort für Wort auseinandernehmen und erklären. Dadurch ist es das mächtigste Sprachlerntool überhaupt und wenn du es mit meinem Link holst, bekommst du mit dem Abo einen Monat gratis oder sparst 10% auf einen Lifetime-Zugang. Zweitens, LingQ, die App von dem bekannten Polyglot Steve Kaufmann. Die finde ich von den Funktionen her nicht ganz so gut wie Migaku, dafür unterstützt sie aktuell aber wesentlich mehr Sprachen, über 50 Stück. Hier bekommst du eine Reihe von nach Schwierigkeit sortierten Texten, Hörbüchern und Videos. Der Kern ist auch hier, dass du unbekannte Wörter anklicken kannst, um eine Übersetzung zu erhalten. Die basiert entweder auf einem Wörterbuch oder wird automatisch übersetzt. Persönlich fand ich die Bedienung hier immer ein wenig umständlich, aber daran kannst du dich gewöhnen. Und dann hast du auch hier eine richtig gute App, mit der du dein Sprachniveau schnell verbessern kannst. Aber natürlich musst du bei den automatischen Übersetzungen immer ein klein wenig aufpassen, weil die können Fehler enthalten. Drittens, FluentU. Auch FluentU lässt sich sehr einfach Wörter auf YouTube und Netflix nachschlagen, allerdings bloß auf Englisch. Das Beste hier ist die Wortsuche. Du kannst die Videos nämlich gezielt nach bestimmten Wörtern durchsuchen, um so mehr Sätze zu finden, in denen eine Vokabel vorkommt, die du gerade lernen willst. In der Smartphone-App selbst bekommst du eine Vorauswahl von YouTube-Videos mit manuell erstellten Untertiteln. Die Lookup-Funktion fand ich aber ein klein wenig umständlich, weil sobald du ein Wort anklickst, öffnet sich erst ein separates Fenster und das kostet immer ein klein wenig Zeit. Bei Wörtern, die nicht im Wörterbuch gefunden werden, greift man auf KI-Übersetzungen zurück. Doch es ist nicht alles gut. Es gibt auch eine Quiz-Funktion, die dich eigentlich bloß aufhält, weil mit sowas lernst du nicht.
Allerdings musst du dich durch diese Quizzes prügeln, wenn du deine Vokabelkarten durchgehen willst. Nur die Karten selbst ansehen funktioniert nicht. Aber immerhin, Vokabelkarten sind gerade zu Beginn sowieso nicht ganz so wichtig, wie du das vielleicht erwartest. Für Sprachen ohne Leerzeichen, wie zum Beispiel Japanisch, kann ich FluentU aber nicht empfehlen, weil sie trennt die Wörter gerne falsch, was zu häufig zu komplett unbrauchbaren Übersetzungen führt. Außerdem will dich die App dazu bringen, schnell zu sprechen, wovon ich aber bloß abraten kann. Die genutzte Spracherkennung ist zudem nicht sonderlich gut. Sie akzeptiert nämlich auch kompletten Kauderwelsch als korrekt. Wenn du aber weißt, wie und wofür du die App am besten einsetzt, ist sie dennoch hilfreich. Außerdem will ich noch ganz spezifisch auf eine ganze Kategorie von Apps hinweisen. Viertens, Rated Reader. Hier kann ich keine spezifische Empfehlung geben, weil du die für jede Sprache selbst suchen musst. Der Kern ist einfach, dass du bei diesen Apps natürliche Texte in der jeweiligen Sprache nach Schwierigkeit sortiert bekommst und dann wieder diese Nachschlagefunktion mit einem Wörterbuch hast, wo du ein Wort anklickst und die Übersetzung siehst. Bei Japanisch gibt es da zum Beispiel den Satori Reader und bei Chinesisch Du Chinese. Hast du eine neue App gefunden? Schreib einfach in die Kommentare, welche du ausprobieren willst. Und ich bedanke mich damit wie immer fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal.